Weißt du, Thomas, ich denke oft über meine Fehler nach. Ja, Anna, ich auch. Jeder hat doch seine kleinen Sorgen. Ich bereue, dass ich früher nicht mutiger war. Was meinst du genau? Hast du ein Beispiel? Ich wollte immer nach München ziehen, habe es nie gemacht. Du hattest Angst, oder? Ja, das Unbekannte hat mich abgeschreckt. Das kenne ich. Ich habe meinen Traumjob nie versucht. Welcher Job war das? Ich wollte Fotograf werden, reisen, Bilder machen. Das klingt schön. Warum hast du es nicht gemacht? Meine Eltern wollten, dass ich Lehrer werde. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Du bist jetzt aber glücklich, oder? Es geht. Aber manchmal frage ich mich, was wäre wenn? Das kenne ich zu gut. Glaubst du, dass man noch etwas ändern kann? Vielleicht. Man ist nie zu alt für neue Wege. Ich würde gern mehr reisen, aber ich habe immer zu viel Angst. Vielleicht kannst du mit kleinen Schritten anfangen. Das ist ein guter Tipp, Thomas. Und du? Was bereust du noch? Ich habe einige Freundschaften verloren, wegen Kleinigkeiten. Das tut mir leid. Vielleicht kannst du dich melden. Ich weiß nicht, ob es noch passt, aber vielleicht versuche ich es. Manchmal braucht es nur einen ersten Schritt. Du hast recht. Und du? Gibt es etwas, das du bereust? Ich bereue nicht öfter meiner Schwester geholfen zu haben. Du bist aber ein guter Freund, Thomas. Danke, Anna. Das bedeutet mir viel. Vielleicht können wir uns gegenseitig Mut machen. Ja, zusammen schaffen wir das bestimmt. Hast du auch so viele Apps auf deinem Handy, Lukas? Ja, Anna, mein Handy ist voll davon. Ich benutze die Hälfte gar nicht. Letzte Woche habe ich sogar neue Apps installiert. Welche Apps hast du installiert? Eine App, um Pflanzen zu erkennen, aber ich öffne sie nie. Ich kenne das. Ich habe eine Schrittzähler-App. Aber ich laufe nie genug für Ziele. Manche Apps sehen nützlich aus, sind aber Quatsch. Stimmt. Ich habe eine Taschenlampen-App. Dein Handy hat doch eh eine Taschenlampe. Genau. Total unnötig. Ich habe eine App zum Sprachenlernen. Ich wollte Spanisch lernen, aber es ist schwer. Ich auch. Aber ich habe nach einer Woche aufgehört. Warum löschen wir diese Apps nicht? Gute Idee. Aber manchmal vergesse ich es einfach. Mir geht's genauso. Die Apps bleiben einfach da. Und die geben manchmal Benachrichtigungen. Das nervt. Mein Handy vibrierte heute 5-mal. Für mich war es eine neue Spiele-App. Ich spiele nie auf dem Handy. Ich auch selten, aber man lädt sie trotzdem runter. Vielleicht können wir jetzt zusammen Apps löschen. Warum nicht? Fang du an, Anna. Okay, ich lösche zuerst die Pflanzen-App. Ich lösche die Schrittzähler-App. Schau mal, das sieht schon ordentlicher aus. Ja, mein Bildschirm ist jetzt viel leerer. Vielleicht brauche ich gar keine neuen Apps mehr. Ich auch nicht. Weniger ist manchmal besser. Dann trinken wir einen Kaffee ohne Handy. Gerne, Anna. Das klingt gut. Guten Morgen, Anna. Wie geht es dir heute? Hallo Max, ich bin ehrlich gesagt sehr müde heute. Oh, das kenne ich. Mir fehlt auch die Energie. Trinkst du genug Wasser? Ich vergesse das oft. Nein, meistens trinke ich nur Kaffee. Zu viel Kaffee macht mich nervös, aber ich brauche ihn. Vielleicht sollten wir öfter spazieren gehen. Das stimmt.
Bewegung hilft bestimmt gegen Müdigkeit. Gestern war ich nach der Arbeit zu faul für Sport. Ich auch. Nach meinem Bürotag will ich nur entspannen. Was machst du abends, um Energie zu tanken? Manchmal höre ich Musik oder lese ein Buch. Musik höre ich auch gern. Das entspannt mich. Mein Lieblingslied motiviert mich immer ein bisschen. Welches Lied ist das? Wunder geschehen von Nena. Ich liebe es. Gute Wahl. Ich mag auch alte deutsche Lieder. Schläfst du genug in der Nacht? Leider nicht. Ich wache oft auf und kann nicht einschlafen. Das ist nicht gut. Vielleicht hilft Lesen im Bett. Ich habe es probiert, aber manchmal denke ich zu viel nach. Kenn ich. Wenn ich Stress habe, finde ich keinen Schlaf. Die Arbeit in der Bank ist oft stressig. Bei mir im Krankenhaus ist es auch hektisch. Vielleicht brauchen wir mehr Urlaub. Ja, ein Wochenende an der Ostsee wäre schön. Frische Seeluft gibt neue Energie, oder? Oh ja, und gemeinsam spazieren gehen am Strand. Bis dahin trinken wir unseren Kaffee hier. Genau. Wenigstens ist es ruhig und sonnig in deiner Küche. Das stimmt. Die Sonne macht gute Laune. Ich fühle mich schon ein bisschen wacher. Ich auch. Danke fürs Gespräch, Anna. Hallo Lukas, schön dich hier im Park zu sehen. Hallo Anna. Ja, das Wetter ist heute wirklich schön. Das stimmt. Die Sonne macht mich immer glücklich. Mich auch. Ich mag es, draußen zu sein und frische Luft zu atmen. Was macht dich sonst noch glücklich, Lukas? Musik hören macht mich sehr froh. Und du? Ich liebe es, mit meinen Freunden Kaffee zu trinken. Auch ein gutes Buch lesen macht mir Freude. Ja, Bücher sind toll. Ich lese oft am Wochenende im Park. Hast du ein Lieblingsbuch? Momentan lese ich Momo von Michael Ende. Es ist schön. Ah, das kenne ich. Ich mag Märchenbücher sehr gern. Und was ist mit Sport? Magst du Sport? Ja, ich gehe oft joggen. Bewegung macht mich froh. Manchmal fahre ich auch Fahrrad durch den Park. Fahrradfahren ist super. Ich mache das auch oft hier. Hast du ein Hobby, das dich glücklich macht? Ich spiele abends gern Gitarre. Musik entspannt mich. Toll. Ich kann leider kein Instrument spielen. Aber ich höre manchmal klassische Musik zum Entspannen. Das ist auch schön. Kennst du Beethoven aus Bonn? Ja, natürlich. Beethoven war ein großer Komponist. Genau. Seine Musik macht mich immer glücklich. Magst du Tiere? Mein Hund macht mich sehr froh. Oh ja, Tiere sind wunderbar. Ich hatte als Kind einen Hund. Wie hieß dein Hund früher? Er hieß Max. Mit ihm spielen war immer lustig. Das kann ich mir vorstellen. Tiere geben viel Freude. Stimmt. Hier im Park sehe ich oft Vögel und Eichhörnchen. Oh ja, die Natur macht mich ruhig und zufrieden. Gemeinsame Zeit mit Freunden macht auch glücklich. Da hast du recht, Lukas. Das Gespräch mit dir macht mich froh. Mich auch, Anna. Es ist schön, so offen zu reden. Hallo, Herr Meier, wie finden Sie das neue Sofa? Guten Tag, Frau Berger. Das Sofa ist sehr modern, aber ich mag die Farbe nicht so sehr. Oh, wirklich? Das ist interessant. Warum denn? Gelb ist mir zu auffällig im Wohnzimmer. Gelb bringt viel Licht und Freude in den Raum. Ich bevorzuge eher ruhigere Farben. Wie wäre es mit Grau oder Blau?
Ein helles Blau gefällt mir besser. Blau passt auch gut zu den Vorhängen. Wir können das Sofa umtauschen lassen. Das wäre sehr nett, danke. Haben Sie einen Lieblingsstil für das Wohnzimmer? Ich mag es schlicht und gemütlich. Deshalb habe ich viele Kissen gewählt. Die Kissen sind schön. Welche Stoffe sind das? Baumwolle und Leinen. Sie sind angenehm weich. Ich finde Textilien wichtig für das Wohlfühlen. Freut mich. Was sagen Sie zu dem Teppich? Der Teppich gefällt mir sehr. Schön gemustert. Super. Und die Lampe in der Ecke? Die Lampe ist toll, gibt ein warmes Licht. Ich liebe skandinavisches Design. Sie auch? Ja, es ist zeitlos und freundlich. Vielleicht probieren wir es beim Sofa mit Blau? Das klingt gut. Ich vertraue Ihrem Geschmack. Dankeschön. Ich bestelle das neue Sofa. Danke, Frau Berger. Sie sind sehr hilfsbereit. Das ist mein Job. Haben Sie noch Wünsche? Vielleicht mehr Pflanzen für das Fenster? Sehr gute Idee. Pflanzen machen alles schöner. Danke für Ihre Tipps. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Gern geschehen. Das Wohnzimmer wird toll aussehen. Hallo Paul, arbeitest du heute wirklich an deinem Bericht? Hallo Clara, eigentlich wollte ich früh anfangen. Aber irgendwie habe ich wieder alles verschoben. Oh, das kenne ich gut. Ich bin auch eine Meisterin im Prokrastinieren. Ich mache immer zuerst unwichtige Sachen wie E-Mails lesen. Ja, oder plötzlich muss ich dringend die Küche putzen. Wenn ich für die Uni lernen muss, schaue ich lieber Serien. Manchmal spiele ich am Laptop, statt zu arbeiten. Warum fällt es uns so schwer, einfach anzufangen? Vielleicht weil die Aufgaben nicht viel Spaß machen. Oder sie wirken auf einmal riesengroß und schwierig. Stimmt. Ich denke dann immer, ich habe doch noch Zeit. Und am Ende ist es plötzlich schon spät. Bei mir stapeln sich die Aufgaben auf dem Schreibtisch. Siehst du meine To-Do-Liste? Die wird immer länger. Meine auch. Ich schreibe Listen und tue dann nichts. Was hilft dir wirklich anzufangen? Ich stelle mir einen Timer. 10 Minuten arbeiten, dann Pause. Meistens arbeite ich dann doch länger, wenn ich angefangen habe. Das ist clever. Ich belohne mich mit Schokolade. Aber manchmal esse ich zuerst die Schokolade. Haha, das kenne ich. Belohnung muss man sich verdienen. Früher in München war ich fleißiger, glaube ich. Ich vermisse die Bibliothek in Köln, da war ich produktiver. Zu Hause gibt es zu viele Ablenkungen. Stimmt, und besonders mein Handy lenkt mich ständig ab. Ich sollte das öfter ausschalten beim Arbeiten. Das probiere ich morgen auch mal. Wollen wir es zusammen machen? Gute Idee. Morgen um 10 Uhr ohne Handy, nur Laptop. Abgemacht, Paul. Heute können wir aber noch ein bisschen schimpfen. Ja, und morgen starten wir super motiviert durch. Versprochen, aber jetzt eine kleine Pause, oder? Es ist schön, mit dir im Café zu sitzen, Anna. Ja, Peter, ich genieße unseren Kaffee immer sehr. Ich wollte dich etwas fragen. Wie gehst du mit Kritik um? Das ist manchmal nicht so leicht für mich. Manchmal bin ich traurig, wenn mich jemand kritisiert. Verstehe ich gut. Kritik tut oft weh. Ich versuche ruhig zu bleiben, wenn ich Kritik bekomme. Kannst du das immer? Ich werde schnell nervös. Nicht immer, aber ich atme tief durch. Dann höre ich mir die Kritik genau an. Das klingt klug.
Ich spreche oft zuerst zu schnell. Hast du einen Tipp für mich? Manchmal hilft es, eine kleine Pause zu machen. Ich frage auch oft nach, wenn ich etwas nicht verstehe. Ah, das ist eine gute Idee. Ich nehme mir Kritik oft zu sehr zu Herzen. Ich weiß, das kenne ich auch von mir früher. Aber manchmal ist Kritik auch nützlich. Ja, man kann etwas daraus lernen, oder? Genau. In meinem Job in München bekomme ich oft Feedback. Bei mir im Büro in Berlin auch. Manche Kollegen sind direkt. Wie unterscheidest du zwischen hilfreicher und unfairer Kritik? Ich frage mich, ist das Feedback konkret und freundlich? Wenn ja, dann nehme ich es ernst. Und wenn es gemein ist? Dann versuche ich es nicht zu nah an mich heranzulassen. Das klingt schwer, aber auch wichtig. Ich möchte das auch lernen. Du machst das schon gut, denke ich. Danke, Peter. Es hilft, mit dir zu reden. Gern, Anna, wir können immer offen sprechen. Ja, das gefällt mir an unserer Freundschaft sehr. Prost auf ehrliche Gespräche. Prost, Peter. Hallo, warten Sie auch auf den Zug nach Berlin? Ja, ich wollte um 10 Uhr fahren. Und Sie? Ich auch, aber der Zug hat Verspätung. Oh nein. Wissen Sie, wie lange? Die Anzeige sagt 20 Minuten. Sehr ärgerlich. Ich habe einen Termin in Berlin. Das ist stressig. Ja, ich muss arbeiten. Mein Chef wartet schon. Fahren Sie jeden Tag mit dem Zug? Fast jeden Tag. Es ist oft voll, aber bequem. Ich fahre selten. Ich finde Züge aber angenehm. Die Atmosphäre hier ist ruhig, trotz Verspätung. Ja, es gibt viele Pendler heute Morgen. Oh, schauen Sie, die Anzeige ändert sich. Stimmt, jetzt steht, Zug fällt aus. Was? Unser Zug ist gestrichen? Das ist nicht gut. Nein, das ist wirklich ein Pech. Was machen wir jetzt? Gibt es Alternativen? Vielleicht fährt ein späterer Zug nach Berlin. Oder wir nehmen einen Regionalzug? Ja, aber der ist oft langsamer und sehr voll. Ich frage mal am Infoschalter nach Hilfe. Gute Idee. Vielleicht kennen Sie andere Möglichkeiten. Ich hoffe, Sie können uns schnell helfen. Sonst müssen wir wohl noch länger warten. Haben Sie schon einmal einen Zug verpasst? Ja, das passiert hier manchmal in Hamburg. Ich bin letztes Jahr in München zu spät gekommen. Vielleicht sollten wir öfter auf die Bahn-App schauen. Stimmt, die App zeigt oft aktuelle Infos. Ich bin jetzt etwas nervös wegen meines Termins. Keine Sorge, wir finden bestimmt eine Lösung. Vielen Dank, das ist nett von Ihnen. Gerne, gemeinsam ist Warten nicht so schlimm. Anna, hast du diesen Verkäufer gesehen? Ja, Lukas, ich habe ihn schon bemerkt. Er hat mir sehr alte Äpfel gezeigt. Oh nein, die sahen aber frisch aus. Ja, aber einer war innen braun. Das ist nicht ehrlich von ihm. Ich habe extra gefragt, ob sie frisch sind. Und was hat er gesagt? Er meinte, sie sind heute Morgen gepflückt. Das kann kaum stimmen, oder? Nein, die Schale war schon weich. So etwas ärgert mich immer sehr. Wir bezahlen doch einen guten Preis hier. Richtig, in München erwarten wir Qualität. Man sollte ihm sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Vielleicht haben andere Kunden das nicht bemerkt. Oder sie sagen einfach nichts. Sollen wir es der Marktleiterin erzählen?
das wäre wohl das Beste. Ich finde, jeder sollte fair handeln. Absolut. Vertrauen ist wichtig auf dem Markt. Wollen wir unsere Äpfel zurückgeben? Ja, Lukas, ich möchte mein Geld nicht verschwenden. Gut, ich spreche ihn gleich an. Bleibst du bei mir, Anna? Natürlich. Zusammen geht es besser. Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag. Kann sein, aber die Ware sollte trotzdem gut sein. Wir geben ihm eine Chance, es zu erklären. Das finde ich fair, Lukas. Danke, Anna. Es ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich bin froh, dass wir ehrlich sind. Dann lass uns jetzt zum Verkäufer gehen. Ja, lass uns das machen. Guten Tag, mein Name ist Anna. Können Sie mir helfen? Hallo Anna, natürlich. Was ist mit Ihrem Computer los? Mein Laptop will nicht mehr angehen. Seit wann haben Sie dieses Problem? Seit gestern Abend. Plötzlich war alles schwarz. Verstehe. Haben Sie das Ladegerät überprüft? Ja, ich habe das Kabel kontrolliert. Es funktioniert. Könnte ich bitte den Laptop sehen? Ja, hier ist mein Laptop. Danke. Haben Sie bemerkt, ob das Gerät warm wurde? Nein, es war nicht warm. Es war einfach aus. Gab es vorher Fehlermeldungen oder seltsame Geräusche? Nein, alles war wie immer. Keine Geräusche, keine Meldung. Welches Modell ist das? Wissen Sie es? Es ist ein Lenovo. Ich glaube Modell T480. Gut, das hilft. Haben Sie wichtige Daten auf dem Laptop? Ja, viele Fotos und Dokumente. Die sind sehr wichtig. Keine Sorge, wir versuchen, die Daten zu retten. Das wäre sehr gut. Danke. Wie lange dauert die Reparatur? Ich muss erst den Fehler suchen. Es dauert etwa 2 Tage. In Ordnung. Können Sie mir Bescheid geben, wenn Sie mehr wissen? Ja, ich rufe Sie an oder schreibe eine E-Mail. Super, danke. Was kostet die Diagnose? Die Diagnose kostet 20 €. Falls wir reparieren, sagen wir vorher Bescheid. Alles klar, das ist in Ordnung. Haben Sie auch das Netzteil mitgebracht? Ja, hier ist es. Perfekt. Hatten Sie in letzter Zeit Probleme mit Viren? Nein, ich glaube nicht. Ich habe immer ein Antivirusprogramm. Sehr gut. Dann melde ich mich bald bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen, Anna. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch.